Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Normalerweise geht es auf meinem Kanal ja hauptsächlich um die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Aber ich backe auch sehr gerne mit Sauerteigen und Lievitomat in Kombination. Wie man diese herstellt und pflegt, habe ich euch ja schon ausführlich gezeigt. Die Videos hierzu verlinke ich aber natürlich gerne noch am Ende dieses Videos. Heute geht es um die 10 wichtigsten Fragen zum Sauerteig, die ihr euch gestellt habt. Das Video habe ich, wie immer, in Kapitel eingeteilt. So könnt ihr euch immer wieder etwas noch einmal anschauen. Aber am besten guckt ihr es von Anfang bis zum Schluss an. Die letzte Frage ist hierbei die wichtigste. Bleibt daher unbedingt dran. Also, fangen wir direkt an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Erste Frage. Wie bereite ich meinen eigenen Sauerteig zu Hause vor und welche Zutaten benötige ich dafür? Tja, um Sauerteig zu Hause herzustellen, benötigt ihr nur wenige Zutaten. Mehl, Wasser und Zeit. Für den Starter könnt ihr Roggen, Weizen oder Dinkelmehl verwenden, aber auch glutenfreie Mehle eignen sich hierfür. Ihr müsst das Mehl und Wasser in einem Verhältnis von 1:1 mischen. Da gibt es aber auch unterschiedliche Varianten und dann an einem warmen Ort ruhen lassen, damit die natürlichen Hefen und Mikroorganismen im Mehl aktiv werden und den Sauerteig in Gang setzen. Dieser Prozess kann bis zu einer Woche dauern, je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit. Hierzu habe ich euch schon mehrere ausführliche Videos gemacht. Natürlich auch, wie ihr es dank dem Hefewasser innerhalb von einem Tag hinbekommt. Wie gesagt, ich verlinke euch die Playlist hierzu am Ende dieses Videos. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie lange muss ich meinen Sauerteig vorbereiten, um ein leckeres Brot zu backen? Um ein leckeres Brot zu backen, sollte dein Sauerteig mindestens eine Woche alt sein. In dieser Zeit haben sich die Hefen und Mikroorganismen im Sauerteig gut entwickelt und vermehrt, was zu einem komplexen Aroma und Geschmack führt. Du kannst deinen Sauerteig auch länger aufbewahren, indem du ihn regelmäßig auffrischt. Anfangs ist es hilfreich, wenn du zu deinem Gebäck noch Hefe zufügst, zum Beispiel das Hefewasser. Solltest du das nicht haben, verlinke ich dir oben rechts unter dem i noch Alternativen. Dritte Frage. Wie lagere ich meinen Sauerteig richtig, damit er länger hält und nicht verdirbt? Sauerteig kann im Kühlschrank aufbewahrt werden, um seine Haltbarkeit zu verlängern. Es sollte jedoch mindestens einmal pro Woche aufgefrischt werden, um sicherzustellen, dass die Hefen und Mikroorganismen aktiv bleiben. Wenn der Sauerteig im Kühlschrank aufbewahrt wird, sollte er in einem luftdichten Behälter oder einem Einmachglas aufbewahrt werden, da er sonst dann austrocknet. Vierte Frage. Kann ich meinen Sauerteig einfrieren und später wiederverwenden? Tja, du kannst natürlich deinen Sauerteig einfrieren und später wiederverwenden. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass dieser vor dem Einfrieren aufgefrischt wurde. Wenn du ihn wiederverwenden möchtest, lasse ihn langsam bei Raumtemperatur auftauen und füttere ihn, bis er wieder aktiv und lebendig ist. Durch das Einfrieren sterben häufig die Zellen der Mikroorganismen ab, weshalb nicht so viele diesen Prozess überstehen. Daher empfehle ich dir für das Konservieren deines Sauerteiges, diesen lieber hierfür zu trocknen. Fünfte Frage. Welche Art von Mehl ist für die Herstellung von Sauerteig am besten geeignet? Tja, viele sind tatsächlich der Meinung, dass Roggenmehl sich am besten für die Herstellung von Sauerteig eignet, aber tatsächlich gibt es hier gar keine Unterschiede. Es ist empfehlenswert, wenn möglich, Vollkornmehle zu nehmen, damit die Mikroorganismen viele Nährstoffe haben. Aber auch das ist kein Muss, wie wir ja zum Beispiel beim Lievito Madre sehen. Sechste Frage. Wie oft und wann sollte ich meinen Sauerteig auffrischen? Du solltest deinen Sauerteig mindestens einmal pro Woche auffrischen, wenn er im Kühlschrank aufbewahrt wird. Dabei lässt du ihn nach dem Füttern so lange bei Zimmertemperatur stehen, bis er aufgegangen ist und stellst ihn erst danach wieder in den Kühlschrank. Wenn du regelmäßig Brot backen möchtest, solltest du ihn jedoch möglicherweise öfter auffrischen. Vielen Hobbybäckern ist es auch wichtig, den Sauerteig etwa 8 bis 12 Stunden vor dem Backen aufzufrischen, um sicherzustellen, dass dieser aktiv und bereit ist.
Ich konnte hier bisher noch keine signifikanten Unterschiede feststellen. Möchtest du aber hierzu einen Test sehen und dass ich ein Video dazu drehe, dann schreibe es mir gerne einmal in die Kommentare, dann mache ich das natürlich gerne. Zur 7. Frage. Wie kann ich sicherstellen, dass mein Sauerteig gut aktiviert ist und das Brot gut aufgeht? Tja, um sicherzustellen, dass dein Sauerteig gut aktiviert ist und das Brot gut aufgeht, gibt es einige wichtige Schritte zu beachten. Zunächst solltest du sicherstellen, dass dein Sauerteig aktiv und lebendig ist, indem du ihn wirklich regelmäßig fütterst und auffrischt. Zweitens solltest du schauen, dass du genügend Zeit für die Gärung des Brotes einplanst, da der Sauerteig langsamer aufgeht als zum Beispiel mit der gekauften Hefe aus dem Supermarkt. Wenn du deine Brote sonst mit Hefewasser backst, wirst du das ja schon kennen. Schaue dann beim Backen, dass du das Brot bei der richtigen Temperatur und Feuchtigkeit backst, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. In den meisten Fällen steht aber hierzu alles in dem Rezept, das du verwendest. 8. Frage. Wie viel Sauerteig sollte ich für eine bestimmte Menge Brot verwenden? Die Menge an Sauerteig, die du für eine bestimmte Menge Brot verwenden solltest, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel der Art des Mehles, das du verwendest und der gewünschten Textur des Brotes. Im Allgemeinen beträgt die empfohlene Menge an Sauerteig etwa 20 bis 30% des Gesamtgewichts des Mehles, das du im Rezept dann nimmst. 9. Frage. Was sind die häufigsten Probleme beim Backen mit Sauerteig und wie kann ich sie vermeiden? Ein häufiges Problem beim Backen mit Sauerteig ist ein zu flaches oder dichtes Brot. Dies kann durch eine unzureichende Gärung oder einer zu hohen Backtemperatur verursacht werden. Um dies zu vermeiden, solltest du sicherstellen, dass dein Sauerteig aktiv und lebendig ist und auch genügend Zeit für die Gärung einplanen. Darüber hinaus solltest du die Backtemperatur und auch die Backzeit genau überwachen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Und das ist tatsächlich auch einfach ein bisschen Erfahrung. Je häufiger du mit dem Sauerteig backst, das gilt auch beim Hefewasser, umso routinierter wirst du, umso eher kannst du etwas erkennen, auch die Teige, die Teigstruktur, das spielt sich alles so ein bisschen langsam ein. Deswegen ärger dich nicht und nimm dir auch den Druck weg. Probier einfach das nächste Mal das anders aus, beziehungsweise optimiere dich dann bei jedem Mal. Kommen wir nun zur letzten und 10. Frage. Und das ist, finde ich, auch tatsächlich die wichtigste. Welche Techniken kann ich verwenden, um mein Sauerteigbrot zu verbessern und es noch köstlicher zu machen? Tja, erst einmal natürlich die Erfahrung, wie gerade schon gesagt, aber es gibt viele Techniken, die du verwenden kannst, um dein Sauerteigbrot zu verbessern und es damit noch köstlicher zu machen. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von verschiedenen Mehlsorten, um dem Brot eine besondere Textur und Geschmack zu verleihen. Du kannst auch verschiedene Gewürze, Samen und Kräuter hinzufügen, um den Geschmack zu verbessern. Manchmal lohnt es sich auch, diese vorher in einer Pfanne anzurösten, dann mit einem Mörser zum Beispiel zu zerstoßen und dann hinzuzugeben. Darüber hinaus kannst du verschiedene Formen und Größen des Brotes ausprobieren, um eine interessante Optik zu erzielen. Schließlich kannst du verschiedene Techniken des Einschnitts des Brotes ausprobieren, um das Brot zu verzieren, dieses sogenannte Scoring, und die Gärung zu verbessern. Eine sehr tolle Kombination, um die Haltbarkeit und den Geschmack deines Brots zu perfektionieren, ist das Verwenden deines Sauerteiges mit der selbst hergestellten Hefe, dem Hefewasser. Wie das funktioniert, erfährst du oben rechts unter dem i. Und auf dem Bildschirm siehst du jetzt weitere Videos, die zum Backen wichtig sind. Ich freue mich, dich dort gleich wiederzusehen.